Heute möchte ich euch einmal die Pastellkreide näher bringen. Pastellkreide ist die einfachste Art, ein Bild zu malen. Man kann die Farben wunderbar ineinander mischen. Es wird hauptsächlich mit den Fingern gearbeitet und ihr braucht dazu eine Staffelei. Damit ihr mal eine kleine Vorstellung bekommt, wie gut man auch mit Pastellkreide Bilder malen kann, hier mal ein paar Beispiele, wie so ein Endprodukt aussehen kann. Hier seht ihr jetzt mal ein Sortiment von Pastellfarben, mit denen ich arbeite. Ich arbeite am liebsten mit der Firma Rembrandt. Die sind so mittelhart, nicht ganz weich. Allerdings sind bei der Firma Rembrandt die Farben dunkelrot, dunkelgrün, dunkelblau sehr hart und da greife ich dann schon mal zu der Firma Jaxel oder Jaxel, weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Dann gibt es noch die Firma Schminke, die macht auch sehr gute Pastellkreiden. Ja, hier kann man das ganz gut sehen. Die sind aber sehr weich. Da würde ich niemals ein ganzes Bild mitmalen, sondern die nehme ich nur zum Schluss, um Akzente zu setzen. Dann gibt es Pastellkreide noch in Form von Stiften für so ganz, ganz feine Details. Und es gibt Pastellkreide zum Beispiel von Faber-Castell. Die sind eckig, ne? Auch in verschiedenen Farben. Die benutze ich auch, um feine Details zu zeichnen. So, ich arbeite hier auf Garçonpapier. Das hat eine glatte Seite und eine raue Seite. Nachher, wenn wir das Bild malen, werdet ihr sehen, dass diese raue Seite so eine kleine Wabenstruktur hat. Und die möchte ich also in diesem Bild auch rausholen. Man kann auch auf der Rückseite malen, da verwendet man aber eine andere Technik. Heute machen wir eine Technik, wo die Pastellkreide mit den Fingern aufgerieben wird. Ich mache jetzt einfach mal so ein Fantasiebild für Anfänger. Die Vorzeichnung mache ich mit einem Pastellstift oder mit einer dünnen Pastellkreide, das geht auch. So, also machen wir hier, kommt nachher unser See. Hier sind so ein paar Felder im Hintergrund, das ist unser Horizont. Dann hier ein paar Büsche hinmalen. Gleich noch ein kleines Dörfchen nachher andeuten. Ganz in der Ferne. So. Und hier vorne, da kommen dann nachher Gräser hin. So. Also für den Himmel habe ich mir jetzt hier so ein paar Blautöne rausgesucht. So, jetzt könnt ihr sehen, dass dieses Papier eine Struktur hat. Ich arbeite jetzt mit der flachen Kreide und mit Druck. Jetzt nehme ich mir einen etwas helleren Ton und gehe aber über das dunkle Blaue, was ich gemalt habe, gehe ich drüber.
Hier habe ich so eine Stelle, da kann ich immer schon mal gucken, wie wirkt die Farbe auf meinem Papier. Ja, die ist noch heller. Ich möchte nicht, dass ihr so ein kitschiges Blau nehmt. Obwohl unser Himmel wirklich manchmal wunderschön blau ist, finde ich es in dem Bild nicht angebracht. Das wirkt dann immer schnell kitschig, also lieber gedeckte Blautöne. Ultramarin eignet sich da ganz gut. Am Horizont ist der Himmel immer ein bisschen heller. So, das ist jetzt die erste Schicht. Und die wird jetzt mit den Fingern eingerieben. Ich mache kleine kreisende Bewegungen. Und weil ich jetzt erstmal nur mit einem Finger arbeite, gehe ich von oben nach unten. Hin und her gehen. Und ihr seht, wie schön die Farben ineinander gehen. Deshalb ist Pastell auch so eine einfache Technik und besonders geeignet für Anfänger. Weil es sehr einfach ist, diese Farbpigmente auf dem Blatt Papier ineinander zu wischen. Ich wische jetzt mit Druck. Ne? So, kann man jetzt so lassen, muss man aber nicht. Gefällt mir noch nicht. Ich gebe noch mal eine zweite Schicht drüber in dem gleichen Prinzip. Jetzt drücke ich nicht mehr so stark wie bei der ersten Schicht. Das Papier hier ist sehr geduldig. Da könnt ihr bestimmt 5, 6, 7 Schichten aufeinander arbeiten. Und wieder einreiben, diesmal mit weniger Druck. Falsche Finger. So, und jetzt habe ich einen schönen weichen Übergang. So gefällt mir das. Ihr müsst immer aufpassen, welche Finger ihr nehmt. So. Jetzt malen wir hier unten diese Felder und anschließend die Bäumchen. In der Ferne hätte ich es gerne sehr hell. Weil man durch die Tonwerte der Farben auch Tiefe ins Bild bekommt. Hier machen wir so ein kleines Weizenfeld. Da kann dann noch ein bisschen Kräftiges rein. Nach hier vorne mit den Farben kräftiger werden, aber bitte kein kitschiges Grün, sondern eher
sich so für Olivgrüntöne entscheiden. So, das wische ich jetzt erstmal ein. Es gibt Männchen oder es gibt Malschüler, die ich hier in meinen Kursen habe, die können das überhaupt nicht vertragen, mit den Fingern auf dieser Pappe zu malen. Da gibt es dann auch noch eine andere Technik, die man anwenden kann, die zeige ich dann mal in einem anderen Video. So, jetzt belebe ich das Ganze noch ein bisschen, indem ich da auch mit anderen Grüntönen reingehe. So, das reibe ich jetzt wieder ein, diesmal wieder mit weniger Druck. So, jetzt kann man hier diesem Cornflake auch so ein bisschen Struktur geben, indem ich da mit der Kreide einfach rauf und runter gehe. Das wird jetzt nicht mehr verwischt. Ein bisschen Farbe reinbringen. So, das gleiche mache ich auch auf der anderen Seite in meinem Kornfeld. Hier unten wieder was Schatten rein. Dazwischen schon mal was Dunkelheit. Und dann braucht ihr jetzt nicht mehr drüber zu wischen. Dann kommt auch die Struktur vom Papier ganz schön raus. Das gleiche mache ich mit dem Wiese. Einfach mal so ein bisschen drüber streicheln schon fast, sodass die Struktur von dem Papier rauskommt. Ich halte die Kreide immer hier so in meinen Händen, damit ich die immer schnell wechseln kann. So, und um die Büsche kümmern wir uns jetzt als erstes. Dann nehme ich erstmal so einen mittleren Ton und mache kreisende Bewegungen. Das können Büsche sein, da können auch genauso gut Bäume sein. Und darauf achten, dass ihr keinen runden Klotz malt, sondern auch immer mal
in den Himmel reinmalt mit eurem Grün. So, und das reibt ihr jetzt wieder ein. Jetzt habe ich hier dieses dunkelblaue Papier, das kann man jetzt auch schon mal hier und da durchscheinen lassen, wenn das zum Objekt passt, was ihr gerade malt. So, jetzt bekommen die Büsche Licht und Schatten. Unten sind die oft sehr dunkel. Ihr könnt dem Ganzen auch eine Licht- und eine Schattenseite geben, indem ihr eine Seite etwas dunkler macht und die andere Seite etwas heller. So, jetzt kann man wieder wischen, aber nur noch ganz zart. So, und dann auch ruhig mal weiter weggehen vom Bild und sich das von weitem angucken. Wie sieht das aus? Jetzt setze ich hier nochmal Lichtpunkte ein. Hier möchte ich jetzt noch, dass dieser Baum sich von dem auch wirklich abhebt. Ich mache es hier nochmal was dunkler. So, und für die ganz Mutigen unter euch, die können auch nochmal Dunkelheit mit Schwarz da reinbringen. So, und genau das gleiche wie auf der Seite mache ich jetzt auf der anderen Seite. So, und dann habe ich hier noch, das ist jetzt die Schminke, diese ganz weiche Schminkekreide, da kann man nochmal Akzente setzen. Dafür ist die wirklich hervorragend geeignet. Mit so einer etwas härteren Kreide mache ich jetzt hier hinten ein Dörfchen. Ich war mir mal gerade die Hände waschen. Das müsst ihr ab und zu mal machen zwischendurch. So, jetzt spiegelt sich ja der Himmel im See, beziehungsweise die Landschaft spiegelt sich im See. Das heißt, ich nehme jetzt wieder die gleichen Farben. Jetzt könnt ihr schon richtig waagerecht
hin und her arbeiten. Da können jetzt auch Streifen entstehen. So, und das wische ich jetzt erstmal ein. Jetzt gucke ich nochmal, wie die Bäumchen sich hier genau darstellen und versuche das so ein bisschen zu übertragen. Dann ziehe ich jetzt auch so ein bisschen runter. Das wird natürlich genauer, wenn ihr anhand von einem Foto arbeitet. Aber es geht ja hier in erster Linie auch darum, mal so ein bisschen Technik zu vermitteln. So, jetzt kann man den ganzen See etwas lebendiger gestalten, indem man da jetzt nochmal drüber geht und quasi so die Wasserspiegelung zeigt. Kann man jetzt nochmal drüber streichen und von weitem gucken. Das Blau hier oben ist mir ein bisschen zu knallig. Wenn ich mir das jetzt so von weitem anschaue. Jetzt gehe ich da nochmal drüber. So, und jetzt kommen hier vorne die Gräser. Die kann man jetzt auch mit einer sehr weichen Kreide malen, wie zum Beispiel mit Schminke. Man kann aber auch erstmal mit einer etwas härteren anfangen und anschließend nochmal mit Schminke drüber gehen. Und zwar wichtig ist, dass ihr aus dem Bild auch rausarbeitet. Ne? Nicht hier irgendwo aufhören. Rauf und runter, und wenn ihr nach oben zieht, nicht so stumpf aufhören, sondern wegziehen die Hand, sodass hier vorne eine kleine Spitze entsteht. Hier unten einlicht, aber nicht da, wo die Gräser aufs Wasser treffen. Da wird jetzt nicht mehr gewischt. Und nicht nur hoch, sondern mal nach links und nach rechts die Hand bewegen. Und aus dem Bild raus. Könnt die Kreide dann auch schon mal drehen, bis ihr wieder so eine Ecke habt. So, dann nächster Grünton. Im unteren Bereich ist es dunkler. Könnt auch mal so ein Gras abknicken lassen.
kann man jetzt halt auch noch andere Farben reinbringen. Ihr könntet da von mir aus jetzt auch Orange oder sowas noch dazu nehmen. Oder einen Blauton. Da ist jetzt eigentlich alles erlaubt. Unten noch mal ein bisschen Dunkelheit mit Schwarz. Ja, und da würde ich sagen, ist das fertig. Der Nachteil von Pastellbildern ist, die müssen fixiert werden und die müssen hinter Glas. Nicht wie bei Acrylbildern, da kann man das so aufhängen. Das ist jetzt hier nicht der Fall. Das wird jetzt erstmal ziemlich dunkel, wird aber nachher wieder hell. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und das nächste Mal machen wir ein Bild, auch wieder mit Pastellkreide, aber ein bisschen anspruchsvoller. Vielen Dank!